Willkommen zurück zu Teil 2 meines Fuerteventura-Abenteuers. In diesem Video nehme ich dich mit auf eine aufregende Motorradtour durch einige der faszinierendsten und beeindruckendsten Ecken meiner geliebten Sonneninsel. Im ersten Teil habe ich den Tag mit einem wunderbaren Sonnenaufgang in den Dünen von Corralejo im Nordosten Fuerteventuras begonnen. Von dort aus führte mich mein Weg durch das malerische Naturschutzgebiet Vallebron zur rauen Westküste der Insel. Wir passierten Los Molinos, einen versteckten Strand, welcher von majestätischen Klippen umgeben ist, an denen der Atlantik mit voller Kraft brandet. Anschließend folgte ich der wohl schönsten Straße Fuerteventuras, der FV30, die mich weiter nach Betancuria führte. Hier fuhr ich über eine gefühlt endlose, kurvenreiche Straße, die immer wieder mit spektakulären Ausblicken auf die weiten, unberührten Landschaften der Insel belohnt. Nach diesem aufregenden Ritt erreichte ich Ajuy, wo sich beeindruckende Basalthöhlen befinden. Diese faszinierenden Formationen, die über Millionen von Jahren durch Wind und Wasser geformt wurden, zählen zu den größten Naturwundern der Insel. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, diese bis in den letzten Zipfel zu erkunden. Alter, das ist echt krass, wie weit es hier reingeht. Jetzt ist es langsam dunkel. Hier ist der Eingang. Mega abgefahren. Ich muss mir jetzt irgendwie erstmal hier ein bisschen Licht verschaffen. Aber ey, es ist echt ein ganzes Stück, was es hier in diesen Fels reingeht. Man sieht jetzt hier den Eingang schon gar nicht mehr. Abgefahren. Hier stinkt es ein bisschen nach Scheiße, weil hier wahrscheinlich der eine oder andere seine Notdurft verrichtet hat. Aber geil. Das ist echt abgefahren. Ich weiß gar nicht, warum wir das letzte Mal hier nicht drin waren. So, also Ajuy. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hier hintrete, weil hier echt überall, glaube ich, Kackhäufen sind. Zumindest riecht das sehr danach. Ajuy, der Strand, ist ein schwarzer Strand und auf jeden Fall auch hier diese Höhlen. Ey, das ist echt zu empfehlen. Also Wahnsinn, wie groß das hier ist. Also völlig verrückt.
Ich bin wieder auf dem Rückweg. Es war echt cool, muss ich echt sagen. Also absolut sehenswert. Guckt euch das auf jeden Fall an. Jetzt fängt die Sonne ganz ordentlich an zu brutzeln hier. Und ich habe echt auch jetzt Durst. Ah, ist das aber, guckt euch, wie schön das hier ist. Ah, herrlich. Und ja, ich gehe jetzt zum Motorrad zurück. Dann erstmal was trinken. Ich bin natürlich, wie ihr das von mir kennt, heute direkt aus dem Bett aufs Motorrad, ohne irgendwas getrunken oder gegessen zu haben. Ich glaube, wir haben auch jetzt mittlerweile so 12 oder so. Ja, es wird warm und ich habe Durst. Ich habe was zu trinken dabei, das ist schon mal das Gute. Und mal sehen, ob es auch für einen kleinen Mittagssnack irgendwo reicht. An sich ist die Zeit gerade noch ganz gut. Und geht jetzt gleich weiter in Richtung Süden. Ganz so weit ist es jetzt noch gar nicht mehr. Und dann mal gucken, ob wir da unten irgendwo einen kleinen Snackstop noch einlegen. Ah, schön. So, getrunken und wieder angezogen. Zurück auf dem Motorrad. Jetzt ein bisschen fahren, wieder ein bisschen Fahrtwind abbekommen hier. Ist es warm jetzt. Uiuiui. Aber es hat sich allemal gelohnt. Dieser kleine Spaziergang, würde ich es nennen, in die Höhle. Die Höhlen. Sehr, sehr cool. Ja, hier bläst jetzt auch ein ordentlicher Wind. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera hört. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter südlich zu einem meiner absoluten Lieblingsstrände, nach La Parée. Ein wunderschöner Surfspot. Da sind jede Menge Surfschulen immer am Start und da kommen sowas von geile Wellen einfach immer rein. Da habe ich schon ein paar Mal fast das Genick gebrochen mit dem Boogieboard, weil ich es nicht lassen konnte und doch ins Meer bin, obwohl die ganzen Surfer eigentlich schon fast am Rauskommen waren. Aber wenn man einmal hier ist, dann will man auch seine Welle bekommen und da gab es ein paar echt gute Wellen, aber ja, manchmal ist man dann so 2 Meter hoch und dann bricht plötzlich die ganze Wasser, die ganze Welle zusammen und dann sieht man unten schon den Sand unter sich und es geht abwärts. Und dann gibt es einen ganz guten Einschlag. Aber schön war es trotzdem immer und da fahren wir jetzt hin und den zeige ich euch jetzt auch noch. Die FV 605 führt mich südwärts durch ein weiteres Naturschutzgebiet, dem Cardon-Massiv. Hier entlang gibt es noch einmal jede Menge wunderbare Kurven. Am weiter östlich gelegenen Montaña Cardon vorbei, welcher mit seinen 694 Metern zu den höchsten Gipfeln Fuerteventuras zählt. Hier kann ich die 500 Kubikzentimeter der Honda noch einmal so richtig ausquetschen. Was für ein Genuss! Hier geht es so ordentlich hoch. Sehr, sehr geil. Und der Asphalt hier ist halt einfach mega gut.
Das ist so ein richtig rauer, super griffiger Asphalt ohne irgendwelche Schäden. Die haben halt nie Frost hier, deswegen sind die Straßen durchweg eigentlich perfekt. Ja, das lädt schon hier ein zum Motorradfahren. Dann ist direkt der Wind auch ein bisschen kühler wieder. Ja, sehr angenehm. Oh, der Asphalt hier ist wie geleckt. Das ist ein bisschen neuerer Asphalt, der ist auch ein ganzes Stück glatter. Ich bin echt froh, dass die CF500X nur 48 PS hat. Sonst wäre es nahezu unmöglich, sich hier an irgendwelche Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Es ist einfach nur genial, diese Straßen auf 2 Rädern entlangfahren zu dürfen. Ist das schön hier! Leute, fahrt nach Fuerteventura, macht einen zweiten Sommer im Herbst und leiht euch hier ein Motorrad aus und fahrt hier eine Runde. Das ist absolut sehenswert. So, dann sind wir auch schon in La Pared angekommen. Man sieht hier im Hintergrund ja auch schon dieses südliche Dünengebiet. Da gibt es nämlich genauso ein riesiges Dünensandgebiet. Es zieht sich einmal von ganz Osten nach Westen rüber. Ist allerdings nicht ganz so schön wie das im Norden. Gemeint ist die landenge Istmo de la Pared, welche eine Fläche von 45 Quadratkilometern hat und an ihrer schmalsten Stelle nur etwa 4,5 Kilometer breit ist. Sie verbindet den Nord- und den Südteil der Insel Maxorata und Randia miteinander. Das Gebiet ist sehr flach und wird von unzähligen Wanderdünen überzogen, die aufgrund der von Norden kommenden Passatwinde in ständiger Bewegung sind. Hier auf der Westseite liegt das charmante Surferdorf La Pared. Besonders Surfer lieben den großen Sandstrand, den El Viejo Rey. Dieser Strand, an dem sich ganzjährig viele Surfer zum Wellenreiten treffen, ist das heimliche Herzstück von La Pared und in meinen Augen einer der schönsten Strände der Insel.
verlassen nun die Westküste Fuerteventuras und fahren über den Istmo de la Pared, die schmalste Stelle der Insel, um zur Ostküste zurückzukehren. Der Name Istmo de la Pared bedeutet Langende der Mauer. Ein Hinweis auf eine angeblich etwa 5 Kilometer lange Mauer, die Fuerteventura einst hier teilte. Diese Geschichte wird oft erzählt, doch Archäologen konnten bislang keine Beweise für die Existenz einer solchen Mauer finden. Auf der Insel gibt es viele Mauern, die hauptsächlich dazu dienten, Ziegen von den Plantagen fernzuhalten. Ob tatsächlich eine Mauer an dieser Stelle existierte, bleibt fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass die Insel entlang des Zentralmassivs in 2 unterschiedliche Ertragszonen unterteilt war. Jenseits des Dünengebiets liegt Costa Calma, eine beliebte Touristenhochburg mit rund 5800 Einwohnern. Von hier bis zum etwa 20 Kilometer südlich gelegenen Morro Yable erstreckt sich ein ununterbrochener Sandstrand. Die beiden Orte sind durch eine Autobahn verbunden. Etwa in der Mitte der Strecke befindet sich jedoch auch die ältere, kurvige FV 602, die besonders mit dem Motorrad einen reizvollen Alternativweg bietet. Dieser Teil der Insel ist abgesehen von seinen endlosen Sandstränden für mich eher weniger faszinierend. Morro Yable ist die südlichste Stadt Fuerteventuras, doch auch hier sind wir noch nicht am Ende der Insel angekommen. Um den äußersten südwestlichen Zipfel zu erreichen, muss man etwa 10 Kilometer einer Schotterstraße folgen, die zum Leuchtturm von Punta de Randia führt. Hier trifft man auf einen atemberaubenden Ausblick. Außerdem kann man auch das majestätisch anmutende Gebirge des Parque Natural de Randia überqueren. Diese Bergkette beherbergt den 807 Meter hohen Pico de la Zarza, den höchsten Gipfel der Insel. Da ich jedoch bei der Motorradvermietung hoch und heilig versprochen habe, mit der Honda den Asphalt nicht zu verlassen und die Zeit gegen mich spricht, werde ich diesen abgelegenen Teil der Insel heute nicht befahren. Mit dem Auto haben wir diese Gegend jedoch schon erkundet und besonders der Playa de Cofete, ein abgelegener und beeindruckender Sandstrand auf der anderen Seite des Gebirges, ist definitiv einen Besuch wert. Nach einem schnellen Tankstop, wo ich mir sogar einen Schokoriegel gegönnt habe, der Sprit ist übrigens echt günstig hier, heißt es für mich jetzt wieder umdrehen und zurück bis in den Norden der Insel fahren. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, auch auf dem Rückweg noch einmal über die schönste Straße Fuerteventuras, die FV 30 zu fahren. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Also lehne dich zurück, genieße die Landschaft und lass dich inspirieren, hier auch einmal Motorrad zu fahren.
ihr das? Es gibt so diese Straßen, welche man am liebsten immer wieder hoch und runter fahren würde. Diese hier gehört definitiv dazu. Anschließend ging es relativ zügig weiter durchs Inselinnere. An La Oliva vorbei bis ganz in den Nordwesten der Insel, nach El Cotillo. Hier befand sich einst ein bedeutender Hafen für den Handel auf den Kanarischen Inseln. Für Piraten war der Ort wegen des vorgelagerten Riffs schwer anzugreifen. Südlich des Ortes liegt der Strand Playa del Castillo, ein über 900 Meter langer, goldgelber und feinsandiger Strand. Er wird meist von den ortsansässigen Surfschulen, Wind- und Kitesurfern genutzt. Außerdem kann man von hier einen wunderbaren Sonnenuntergang genießen. Wir sind wieder im Norden in den Dünen von Coralejo angekommen und nähern uns dem Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch die Insel etwas näher bringen und vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch Lust bekommen, Fuerteventura einmal auf 2 Rädern zu erkunden. Es lohnt sich auf jeden Fall und es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Eine ganz besondere Sache habe ich aber noch für euch. Fuerteventura ist bekannt für seine Vulkane. Und den schönsten der Insel schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. So, heute ohne Motorrad unterwegs. Das ist schon wieder weg. Aber ich zeige euch noch was ganz Besonderes, ganz zum Schluss des Videos. Und zwar gibt es hier auf Fuerteventura, auch im Norden bei Layares in der Nähe, gibt es einen Vulkan. Das ist wohlbemerkt der einzige meines Wissens, der noch komplett geschlossen ist, wo die Nordseite nicht schon längst durch Erosion abgetragen wurde, also der noch komplett rund ist. Und das ist ein richtig geiles Ding. Und da wandern wir jetzt mal hoch. So, wir sind am eigentlichen Vulkan jetzt hier angekommen. Der ist nämlich der Weg hier. Und ganz wichtig ist, dass man, ihr seht es hier auf dem Schild, ist extra so ein Warnschild, dass man auf gar keinen Fall allein da hochgeht. Man muss das auf jeden Fall zu zweit machen, eindeutig zu erkennen. Und wir sind zu zweit. Ja, es ist ein relativ unspektakuläres Ding von unten. Ich war ja schon 2-3 Mal oben und man muss erst dann so einem Roten Berg vorbei und dann kommt dahinter so ein kleiner Hügel. Von Weitem sieht es aus wie ein kleiner Hügel. Aber wenn man da hochkommt, dann ist es richtig krass. Wir werden es sehen. Haltet euch fest, das ist wirklich krass. Das sieht noch voll unspektakulär aus.